Also im Prinzip verringert KI Reibung, was ja aber nicht per se gut ist, weil wir diese Reibung für Innovation brauchen. Ja. Und die Story, die ich ganz, ganz oft höre, ist, war mal alles gut und dann kam dieses eine Teammitglied dazu oder dieser eine Chef oder dieses eine irgendwas und dann ist alles so langsam erodiert. Fachlich habe ich vielleicht viel gewusst, aber anwenden konnte ich es nicht. Ja. So, im Nachhinein. Damals, zu der Zeit, hätte ich das nie zugegeben. Es gibt eine hohe Korrelation zwischen Vulnerabilität und Likability. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und freue mich, euch eine Folge von der OOP aus München präsentieren zu dürfen. Bei mir zu Gast war Jasmin Simons und mit ihr habe ich über das Thema KI und soziales Empfinden in Teams gesprochen. Wie wirkt sich KI eigentlich aus auf unser Teamgefüge, auf unsere sozialen Interaktionen, auf Vertrauen und auf das zwischenmenschliche Dasein? Welche Herausforderungen und Probleme gibt es da zu bewältigen? Und wie können wir das angehen? Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Wir sind hier auf der OOP 2026 in München, neue Location. Die wievielte OOP ist es für dich? Oh, jetzt muss ich rechnen. Ich hatte mal eine Pause. Ja. 5., 6.? 6. wahrscheinlich. Naja, ja. Ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen weniger sogar. Ich glaube, es ist meine 4. jetzt oder so. Ja. Ja. Ja, ich habe Jutta kennengelernt, als meine mittlere Tochter ganz kleines Baby war. 3 Monate am Retrospective Facilitator Gathering. Genau, und danach hat sie mich eingeladen, ich glaube, den ersten Open Space an der OOP zu machen. Und dann war ja Pause dazwischen mit Covid und so weiter. Genau, Von daher, und seitdem bist du addicted. Seitdem bin ich hier am Klassentreffen dabei. Genau, sehr schön, ja. Ja, sehr fein. Ich habe so ein bisschen, vorneweg schaue ich mir immer an, wer spricht so und was sind so die Themen. Und dein Thema ist mir so auch ins Auge gesprungen, weil es darum geht, so was macht KI eigentlich mit uns sozial in den Teams. Und dann habe ich gedacht, oho, da sollten wir uns mal drüber unterhalten. Was macht denn KI mit uns so? So sozial. Also ich habe ja heute meinen Vortrag angefangen mit, ich habe ein paar Gedanken, ich habe ein paar Fakten und ich habe sehr viele Fragen. Ja. Von daher, also ich bin Psychologin von Haus aus. Das heißt, ich mag Studien. Ich mag Studien auch lesen. Ich habe jetzt viele Studien gelesen, aber die Studienlage ist natürlich sehr, sehr fragmentiert. So. Und die bezieht sich, so wie man Studien halt machen kann, auf Einzelaspekte, das, was man in Teams braucht. So. Und ich glaube, die erste Fragestellung, die wir uns erstmal stellen dürfen, ist, wenn wir KI haben, brauchen wir dann noch Teams? Ja. Ich würde sagen, ja, aber wahrscheinlich ganz anders. Also, wir haben heute ein Gespräch geführt von, es könnte ja auch sein, dass es dann nur noch einen Mensch gibt mit ganz vielen Agents und mein Team aus einem Mensch mit Agents besteht. Persönlich finde ich das eine sehr gruselige Vorstellung, Ja. weil wenn wir gucken, was macht KI mit uns als Mensch, gibt schon Indikatoren, dass es mich einsamer macht, dass es meine Empathie verringert, dass ich dass ich zwar sehr, sehr gerne mit einer KI interagiere, weil das ist angenehm, aber mein Körper die Hormone, die ich als Mensch brauche, um Mensch zu sein, ja gar nicht mehr produziert. Also sowas wie Oxytocin, weil wir gucken uns in die Augen, dann produzieren wir Oxytocin und so weiter, das produziert einfach nicht mehr ab. Ja. Also ich glaube, so die erste Frage ist mal zu fragen, okay, brauche ich überhaupt noch ein Team, wenn ich ganz viel KI nutze? Wenn ich zur Antwort komme, ich brauche noch eins, dann darf ich mich fragen, was für eine Rolle spielt KI bei mir im Team? Weil was wir sehen können, ist die Dinge, die schon immer schwierig waren im Team. Kommunikation, Vertrauensaufbau, Konflikt, all diese Dinge werden schwieriger. Aufgrund von, es ist dann immer einfacher, mit einer KI zu reden,
als mit einem Teammitglied, wo ich im Konflikt bin. Also genau, und da bin ich so ein bisschen reingegangen, auch im Vortrag, und da habe ich mir die Forschung angeguckt. Also im Prinzip verringert KI Reibung, was ja aber nicht per se gut ist, weil wir diese Reibung für Innovation brauchen. Ja. Wenn wir dann so mal einsteigen mit, was macht es mit unserer Kommunikation? Also the amount, also die Menge an Kommunikation bleibt zwar gleich, aber die Kommunikation shiftet sich bei viel KI-Gebrauch auch zwischen den Menschen auf eine Task- und Zielebene. Und sie ist nicht mehr sozioökonomisch ausgerichtet. Ja. Was jetzt manchmal, würde ich sagen, viele Teams, die ich begleiten kann, sagen würde, ach zum Glück, ja. Dann sind wir endlich mal objektiv. Ja. Das Problem ist, neurobiologisch geht das gar nicht. Also wir haben den Präfrontalkortex, damit wir den überhaupt aktivieren können, müssen wir durch unser limbisches System, was für meine Emotionen zuständig ist. Das heißt, Emotionen ist bei mir als Mensch immer dabei, ob ich sie fühle oder nicht. Und es wird dann pseudosachlich. Und das erodiert ganz viele Dinge, die wir als Menschen eigentlich brauchen in der Kommunikation, um andere Faktoren herzustellen, die wir brauchen. Also um Vertrauen herzustellen, um eine gemeinsame Wissensbasis herzustellen, um gemeinsame mentale Modelle herzustellen, die wir eben brauchen, damit wir gemeinsam an der gleichen Sache arbeiten. Also es hört sich erstmal gut an, im Sinn von, die Kommunikation wird sachlicher und taskorientiert und zielorientiert, aber wir brauchen eben diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge schon, und die nehmen ab. Und auch die Events von Kommunikation nehmen ab. Also es gibt weniger Notwendigkeit, miteinander zu reden. Also wenn ich eine Information brauche, muss ich dich ja nicht mehr fragen, weil ich kann ja die KI fragen. Und viele von dieser Modelle, kann ich mir vorstellen, die entstehen ja wahrscheinlich auch unbewusst in Teams. Ne? Die sind ja gar nicht so, dass man sich, wir machen jetzt ein Modell, wie wir kommunizieren oder was wir da für ein Konstrukt für uns aufbauen, für ein System. Das passiert ja einfach durch die Teamdynamik. Ne? Genau, ja, das passiert, weil wir es tun. Und weil wir miteinander kommunizieren, kreieren wir zusammen ein gemeinsames mentales Modell über die Sache, die wir tun, aber auch natürlich über unsere sozialen Zusammenhänge, aber auch über den Kontext, wo wir sind. Und wenn dieses gemeinsame mentale Modell nicht mehr da ist, dann fehlen uns ganz viele Dimensionen. Und ich glaube auch, dass wenn ich dann mit einer KI kommuniziere, dann bin ich ja immer in meiner Bubble. Ja. Und die wird halt immer schmaler. Ja. Und das empfinde ich persönlich als gefährlich. Also das kann man dann auch sehen. Die Diversität an Ideen geht runter. Konflikte gehen hoch. Vertrauen geht extrem runter, weil eben die Dinge, die ich brauche, um Vertrauen herzustellen, nicht mehr da sind. Also was brauche ich, um Vertrauen herzustellen? Im Prinzip musst du mir einen Gefallen tun. Ja. So. Ich muss dich was fragen und du tust mir einen Gefallen. Wenn du jetzt aber weniger Möglichkeiten hast, mir einen Gefallen zu tun, dann werde ich das ja auch gar nicht aufbauen. Und was ich so als Zweites brauche, um Vertrauen zu fassen, ich muss dich vulnerabel erleben. Also ich muss dich fehlerhaft erleben. Wenn du jetzt aber den Allwissenden immer in deiner Tasche hast, und wir kennen das ja alle im Business, wir zeigen uns da nicht sehr gerne fehlerhaft, dann sind wir noch glatter für die anderen, und es kann das Gehirn des Gegenübers auch nicht mehr als vulnerabel einsortieren. Das heißt, habe ich weniger Vertrauen in dich und mag dich auch weniger. Also es gibt eine hohe Korrelation zwischen Vulnerabilität und Likability. Ja, es ist also total spannend, weil es ist natürlich im Gegensatz dazu ja die KI, aber auch ja sehr gefällig. Ne? Wenn ich mit der kommuniziere, die lobt mich ja ständig, wie toll ich bin, ne? Und sagt immer, ja, ich habe recht und so. Also das ist ja ein sehr angenehmer Gesprächspartner, oberflächlich gesehen. Ne? Total. Und da kann man in Studien schon auch, also man kann so zwei Sachen sehen, was ich total spannend finde. Das eine ist, dass wenn Menschen, also insbesondere wenn man jetzt guckt, da wo man KI eingesetzt hat als so Companion für vielleicht psychisch krank oder angeschlagene Menschen, wenn die schon eher in Isolation waren oder ängstlich waren,
dann haben die eine krasse emotionale Bindung zu einer KI aufgebaut, was kurzfristig total gut war, was aber langfristig zu noch mehr sozialer Isolation führt. Und ich habe das Gefühl, ich sehe das auch in Teams. Also gerade Menschen, die sich vorher schon schwer getan haben zu kommunizieren, ihre Ideen zu behaupten, sich Raum zu verschaffen, für die ist es einfach einfacher, dann mit einer KI zu kommunizieren. Genau, und die ist ja auch gefällig. Ja. Und da habe ich ja keinen Schmerz. Und da gehe ich auch kein wirkliches Risiko ein. So, das ist so das eine. Und das Zweite, was ich noch spannend finde, ist, dass man auch sehen kann, also insbesondere bei jungen Leuten ist das besser erforscht, aber junge Leute, die viel KI benutzen, die trainieren Empathie zum Beispiel nicht mehr. Ja. Also die haben, erstens verstehen sie soziale Regeln weniger, sie trainieren Empathie weniger und ich glaube, das ist das, was wir, als wir ins Berufsleben eingestiegen sind. Also ich habe ja studiert, als ich eingestiegen bin, ich wusste alles. Ich war richtig kompetent. Ich habe ja einen Master in Psychologie. So. Und wenn du Psychologie studierst, dann bist du ja sowieso, also ne, du bist eine der Top-Schüler. Du verstehst ja auch alles, ne? Also ja, und du bist also ne, im Abi eine der Top-Schülerinnen gewesen. Sonst wärst du nicht reingekommen. Im Studium wird auch noch mal gut ausgesiebt und so weiter. Also es wird ja schon, du wirst ja schon auf Elite getrimmt. So, du bist jetzt und dann kommst du in diese Arbeitswelt und du weißt alles. Und das ist ja bei jungen Studenten immer noch so. Also zumindest auch unsere Werkstudenten. Die kommen, die wissen alles. Die sind perfekt. Und das Erste, was du lernst oder was ich gelernt habe, ist ganz viel, wie funktioniert denn Arbeit? Wie funktioniert das Soziale hier? Ja. Wie kann ich deine Bedürfnisse lesen, damit ich lesen kann, wie wir uns gemeinsam koordinieren können? Was für eine Rückmeldung brauchst du denn von mir? Wann und wo stelle ich welche Fragen, damit ich, also es ist ja ganz viel dieses soziale Lernen, was am Anfang stattgefunden hat. Fachlich habe ich vielleicht viel gewusst, aber anwenden konnte ich es nicht. Ja. So, im Nachhinein. Damals, zu der Zeit, hätte ich das nie zugegeben. Und wenn jetzt junge Leute ganz viel KI benutzen, findet dieses soziale Lernen einfach nicht mehr statt. Und lustigerweise findet es auch nicht mehr statt durch ältere Menschen, weil wenn auch die viel KI benutzen, dann erodiert unsere Feedback-Kultur hin zu einer sachlichen Feedback-Kultur. Damit wir Menschen aber lernen, brauchen wir ja eine Beziehungsebene. Also wir lernen ja nicht, weil wir gerne lernen. Das tut unser Gehirn eigentlich nicht so gerne, sondern wir lernen, weil wir einen gewissen Schmerz empfinden auf der Beziehungsebene oder einen Lustgewinn empfinden. Und das findet nicht mehr statt. Und das ist relativ kritisch. Ja. Also, ja. Also ich habe da natürlich sofort im Kopf auch die Parallele auch zur Pandemie, die wir ja durch hatten, wo wir ja auch alle nur auf Kacheln geschaut haben und dann auf einmal nach 2 Jahren erstaunt waren, wie groß und klein Menschen sind und wie die eigentlich in echt ganz anders aussehen. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt, ne? Aber da ist ja auch schon viel verloren gegangen an der ganzen Teamdynamik oder an dem Zwischenmenschlichen. Ne? Das haben wir heute Morgen im Vortrag auch diskutiert, ob jetzt zum Beispiel dieses weniger Kommunizieren, ob wir nicht schon einen riesen Grundstein gelegt haben für weniger Kommunizieren, indem wir, also die meisten Teams, die ich unterstütze, sind nicht ganz wieder zurück im Büro. Gewisse müssen an 2 Tagen, finden es absolut. Und da haben wir, glaube ich, schon eine gute Basis gelegt von, wir kommunizieren schon weniger. Und wenn da jetzt noch mal eine KI mit ins Spiel kommt, dann vielleicht noch weniger. Ja. Und also das klingt jetzt alles ganz, ganz schlimm und böse. Das ist es überhaupt nicht. Ich glaube aber, es ist immer wichtig, dass ich die Risiken kenne, damit ich sie einschätzen kann, damit ich als Team darauf reagieren kann. Also mein Take, den ich im Moment habe, ist, ich integriere KI, wie ich ein neues Teammitglied integrieren würde. Und genau diesen Aufwand braucht es auch. Und dieser Aufwand wird aber im Moment selten betrieben. Noch wird es sehr bewusst gemacht, sondern wir haben einfach eine sehr implizite KI-Nutzung bis hin zu, eigentlich dürften wir gar nicht, aber ich nutze halt mein Privates oder so. Nochmal eine andere Frage, aber wir haben sehr, sehr implizit, wie wir KI benutzen. Und ich mache es lieber explizit. Und dann bestimmen wir explizit als Team, in welchen Rollen nutzen wir KI
Also ist KI für uns eine Koordinationsinstanz. Wenn es eine Koordinationsinstanz ist, wann geschieht menschliches Denken, wann geschieht maschinelles Denken? Wie kriegen wir Transparenz über die Entscheidungen, die eine KI trifft? Weil sonst habe ich wieder ein Vertrauensproblem. Oder ist die KI für uns eine Kreativitätsinstanz, die blinde Flecken ausortet? Dann würde ich der KI nie eine Entscheidungskompetenz geben. Also auch da wieder ganz, ganz festzulegen, in welcher Instanz, oder ist Qualität für mich, und das ist, glaube ich, für Tester wichtiger, ist es eine Qualitätssicherungsinstanz? Und wenn es eine Qualitätssicherungsinstanz ist, auch wieder da zu überlegen, okay, welche Entscheidungskompetenz hat dann die KI und wo findet welches Denken statt? Und das sehr transparent festzulegen und da sehr transparent einen Vertrag zu haben und sehr transparent auch zu sagen, okay, und wie findet diese Mensch-KI-Interaktion statt, damit ich eben auf Vertrauen, auf Konfliktfähigkeit, auf Kommunikation einzahlen kann und auch sagen kann, okay, und wo kommunizieren wir wie? Ja. Also weil was man als letzter Punkt sieht mit Teams, die sehr viel KI nutzen, deren Koordinationsfähigkeit nimmt ab. Weil ja viele Dinge schon mit einer KI kommuniziert habe, die ich aber vielleicht nicht ins Team kommuniziert habe. Das heißt, wir haben nicht mehr ein gemeinsames mentales Modell unserer Lage. Fehlt den anderen ja auch die Information dazu, die ja nicht haben. Also genau, also das eine ist, ich gebe sie ihnen nicht. Ja. Das andere ist aber, dadurch, dass die anderen ja auch alle mit KI reden, holen sie sich auch nicht. Weil ich bin ja schon so informationsgesättigt als Mensch. Also will ich sie vielleicht von dir auch gar nicht mehr holen. Und dann haben wir nicht nur kein gemeinsames mentales Modell über unsere Informationen, kein gemeinsames mentales Modell mehr über, wo wollen wir dann eigentlich hin, was ist unser Ziel, weg von meiner Aufgabe, die ich mache, sondern wir haben auch kein gemeinsames Modell über unsere Lage, wo stehen wir denn eigentlich, und dann leidet die Koordination und dann geht natürlich wieder Vertrauen verloren und so weiter. Also und deswegen ist es für mich nicht man sollte KI nicht nutzen, aber ich glaube, es ist auf einer psychoemotionalen Ebene anstrengend, sie zu integrieren, und dieser Aufwand darf ich betreiben, damit es mein Team nicht langsam erodiert. Weil all diese Effekte, die ich erzählt habe, die geschehen ja langsam. Die gehen passieren mit der Zeit. Ne? Die passieren mit der Zeit. Das ist wie so, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Ich komme ja oft in Teams, die sehr dysfunktional sind, sonst holt man mich nicht. Ja. Und die Story, die ich ganz, ganz oft höre, ist, war mal alles gut und dann kam dieses eine Teammitglied dazu oder dieser eine Chef oder dieses eine irgendwas und dann ist alles so langsam erodiert. In den allermeisten Fällen ist dieses eine Teammitglied nicht dysfunktional, sondern es ist eher die Bad Bank für ganz vieles, aber das geschieht ja langsam. Ja. Es ist ja nicht, der neue Chef kommt und zack, als Team sind wir scheiße. Ja. Sondern das geschieht ja irgendwie langsam über Zeit. Und genau das, was ich eigentlich machen muss, wenn ein neues Teammitglied kommt, wenn ein neuer Chef kommt, diese neue Ausrichtung, diese neuen Verträge, die man miteinander hat, die darf ich ausschließen, wenn ich mehr mit einer KI arbeite. Jetzt hast du ja gesagt, ja, das passiert langsam. Na? Und ich glaube, also viele Teams sind sich ja dessen gar nicht bewusst. Und also das ist ja so das eine, aber zum anderen ist es ja auch, das ist ja so verlockend mit der KI und so schön, ne? Weil ich eben genau diese Konflikte vermeide, dieses Zwischenmenschliche muss dann nicht sein und sowas. Und ich habe da einen Sparringpartner, mit dem ich alles sage. Ne? Also da gibt's ja, manche reden ja die tiefsten Geheimnisse mit der KI. Ne? Und also es sind ja eigentlich zwei Sachen, die da sehr darauf hindeuten, dass eine Lösung davon ja total schwer ist, weil ich muss ja irgendwie das Bewusstsein schaffen dafür, aber die Verlockungen sind einfach so groß. Was gibst du uns denn für einen Tipp mit? Wie können wir denn das durchbrechen? Ne? Also, weil sonst sehe ich ja da schwarz. Jetzt, also was du sagst, das wird ja dann für die Teams nicht so gut laufen. Also, ich glaube, ich würde die gleiche Verlockung geben es ist ja wie alles im Leben. Ich glaube, wir haben uns eine Welt erschaffen, die einfach eine unglaubliche Disziplin braucht. So, also ich vergleiche es mal mit Nahrung. Wenn man in Deutschland lebt, es gibt durchaus Menschen, die hier hungern. Das gibt es. Du und ich wahrscheinlich nicht. Ja, ich noch viel weniger. So. Und wenn ich entscheide, gesund leben zu wollen,
Und das Erste entsteht ja mit einer Entscheidung. Ja. Ich entscheide als Team, dass uns als Team wichtig ist und dass uns unsere Teamresilienz wichtig ist. Und ich kann ja auch entscheiden, dass mir das nicht wichtig ist als Team. Ja. Dass diese Effekte für mich okay sind, dass ich die Kosten dafür zahle. Aber die erste Entscheidung ist, ich muss entscheiden, dass ich meine Resilienz wichtig finde. Wie ich halt entscheiden muss, ich finde meine Gesundheit wichtig. So. Und wenn ich entscheide, ich finde meine Gesundheit wichtig, dann darf ich wahrscheinlich entscheiden, es gibt ein gewisses Spektrum an Nahrungsmitteln, die konsumiere ich nicht täglich, obwohl ich Sachertorte toll finde. Mhm. Aber ich esse halt trotzdem keine tägliche Sachertorte und das braucht einfach Disziplin. Also für mich braucht das Disziplin, dass ich morgens meine Proteine esse, mittags mit meinem Salat starte. Und es braucht Disziplin und Routinen. Ja. Und so ticken wir Menschen. Ja. Also meistens erschaffe ich ja Routinen, indem ich sie mit Disziplin an andere Routinen hefte. Und dann geht das. Und für mich startet es zuerst mit der Entscheidung. Was wollen wir als Team? Was ist uns wichtig? Was denken wir ist in der Zukunft wichtig? Weil ich tue das Ganze ja nicht, weil es so schön miteinander ist. Mhm. Also wir sind in einem Kontext, wo wir ökonomisch denken müssen und dürfen. Und wenn wir sagen, hey, in einem Kontext mit der Geschwindigkeit, die Welt unterwegs ist uns dieser menschliche Faktor wichtig und wir denken, dass Teamresilienz wichtig ist, damit wir schnell agieren können, schnell umplanen können etc., dann zahle ich die Kosten. Und die Kosten sind, dass ich eine gewisse Disziplin brauche und auch eine gewisse Zeit brauche, die ich rein investiere in neue Verträge schließen, neue Agreements schließen. Also die Methoden sind gar nicht so anders, als hochfunktionale Teams immer benutzt haben. Hochfunktionale Teams machen ihre Teamregeln explizit. Wenn ich jetzt noch ein KI dazu habe, bin ich halt ein hochfunktionales Team, das auch noch explizit machen muss, wie integriere ich diese KI und was sind die Regeln da? Ja. Ja. Ich meine, es spielt natürlich ein bisschen dagegen, weil du das auch mit der Ernährung und so gesprochen hast, dass wir natürlich in einer Welt auch schon leben, wo unser Disziplinmuskel, unser Entscheidungsmuskel ja schon, 2 Stunden nach dem Aufstehen verbraucht ist, ne? Weil wir müssen schon, statt Sport könnte ich auch Netflixen, ne? Ich kann Doomscrolling machen, ich kann meine Sachertorte essen statt einen Salat und solche Sachen und bin ja überall schon mit so Verlockungen und jetzt kommt noch das dazu. Ne? Also das ist natürlich, es ist schon ein harter Stoff, ne? Den wir da auch bearbeiten müssen. Aber ich sehe es wie du, es ist auch irgendwie alternativlos. Ne? Also wenn wir das anders haben wollen, dann braucht es halt Anstrengung. Ne? Und ich glaube, der nächste Punkt daran ist, es darf und wird die Führungsrolle noch einmal vehement verändern. Also wir sehen ja schon der Trend Richtung People Leader, die jetzt nicht unbedingt die fachlich besten Personen sind, weil, für mich hat das noch nie Sinn gemacht, wieso ich die fachlich beste Person zur Führungskraft ernenne. Eine schlechte Führungskraft und keine fachlich gute mehr. Genau, also lieber habe ich halt eine fachlich mittelmäßige Person und ich bin total dabei. Ich glaube, Menschen brauchen eine Person, die sie vom Fach verstehen. Also deswegen, ich kann guter Agile Coach sein, ich kann super gut Teams begleiten, weil das ist meine Expertise. Aber ich wäre nie eine gute Führungskraft für einen Softwareentwickler oder einen Tester. Weil da kann ich gar nicht da habe ich keine Beziehung zu und ich kann auch da keine Mentorship ausleben. Ich glaube, das braucht es immer noch und nichtsdestotrotz darf sich die Rolle der Führungskraft, ob das jetzt eher ein Coach ist an der Seite oder halt eine Führungskraft oder hierarchisch, oder ist mir eigentlich wurscht, aber diese Rolle darf sich noch mal mehr ändern hin zu ganz viel Fachliches wird uns die KI noch mehr abnehmen und vielleicht bin ich dann eher die Person, die Menschen beibringt, kritisch zu denken, die Menschen an die Disziplin erinnert, die als Coach zur Seite steht und wirklich Fußballcoach auf dem Feld ist, der sagt, ja, mir ist es egal, aber du rennst jetzt trotzdem die 10 Runden. Zumindest ich als Person brauche das, weil genau das, also ich habe so viele Optionen in der heutigen Welt. Ich versuche mir die Optionen zu reduzieren, mir irgendwelche Habits und Gewohnheiten einzuverleiben, die ich einfach mache, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Und da, wo ich es nicht kann, setze ich mir eine Person an die Seite, die mich halt dahin coacht. Ja. Und da dürfen wir, glaube ich, drüber nachdenken, in einem Alter von KI, was bedeutet Führung, was brauche ich von Führung?
Und wie kann ich vielleicht darin als Führung dann auch wieder Selbstwirksamkeit erfahren? Weil das Problem, das ich in vielen Firmen sehe, ist, wenn Führungskräfte nicht mehr fachlich führen können, fühlen sie sich nicht selbstwirksam. Weil wir Belohnungssysteme aufgebaut haben, die eigentlich nur auf fachliche Exzellenz aufbauen. Also ich denke, es wird unsere Kultur und viele Definitionen nochmal ändern. Ja. Also das finde ich total spannend, da auch mal in diesem Teamgedanken da drauf zu schauen und dann mal auch quasi der Aufruf an alle, die das sehen und hören, mal bei sich im Team zu überlegen, wie man gerade mit der KI umgeht. Ich fand den Gedanken schön, den du gebracht hast, das Onboarding oder die Integration der KI auch ernst zu nehmen und nicht nur sagen, ja, hier hast du ein Tool oder jeder macht es halt irgendwie, sondern sich wirklich zu überlegen, wie nutzt man sie und wie integriert man das in das Gesamtgefüge. Super. Jasmin, vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du hier das Thema aufgebracht hast. Ich finde, das ist total wertvoll und da sollte man drüber nachdenken und das weiterentwickeln. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Konferenz. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke. Bis bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.